Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind hier auf einem Event, ihr seht es schon, es steht hinter mir, bei Brabus. Wir wurden von Smart eingeladen, hier dabei zu sein. Es geht um die Brabus Signature Night 2023 und allein der Fakt, dass ich hier auf einem roten Teppich stehe, ist ja, glaube ich, ein gutes Zeugnis dafür, dass hier ziemlich was los war. Es ist gerade der Tag danach, die Signature Night, die war gestern. Wir haben alles mitgefilmt, keine Sorge, dazu kommen wir gleich. Da wurden 11 verschiedene Fahrzeuge vorgestellt, neue Umbauten von Brabus, verschiedene Firmen. Der Fakt, dass hier der rote Teppich ist, zeigt, dass ja so ein bisschen Leute hier waren, die auch so ein bisschen Rang und Namen haben. Zum Beispiel, wenn wir uns einmal hier umdrehen, vielleicht hat der ein oder andere schon mal diesen AMG GTR Pro da hinten gesehen. Das ist zum Beispiel das Auto von Schmi, der da hinter uns irgendwo gerade am Filmen ist. Und ja, es ist also einfach wirklich verrückt. Auch die Autos, da werden wir gleich in die Halle drüben gehen. Da stehen die nochmal alle, die gestern präsentiert wurden und werden uns die angucken. Denn ich habe sowas einfach noch nie gesehen. Es ist wirklich krass. Aber als erstes schauen wir uns jetzt mal zusammen die Signature Night gestern Abend an. One second is all it takes to see, feel, understand, decide. Hat Spaß gemacht anzugucken. Ist krass, oder? Also wir haben gestern gesagt, die Show ging, glaube ich, Justin, 1 Stunde, 1,5 Stunden. Ihr müsst euch vorstellen, über 1 Stunde ist da ein Auto nach dem anderen reingefahren oder sogar Motorräder, wie ihr gesehen habt. Und einfach so lange eine Aufmerksamkeitsspanne aufrecht zu erhalten und man hatte wirklich Bock, was kommt als nächstes, mit Soundeffekten, mit Lichteffekten, mit Animationen im Hintergrund. Also wir, die auch so ein bisschen mit Foto- und Videokrams zu tun haben, waren einfach nur geflasht von dem Aufwand und der Liebe zum Detail, die so in jedem einzelnen Act, nennen wir es mal, stecken. Also es war wirklich einfach sehr, sehr cool zum Angucken. Wir sind jetzt in der Halle hier. Justin dreht sich noch nicht um. Ein bisschen Spannungsbogen müssen wir ja hier aufbauen. Wir fangen aber als erstes mal nicht mit dem Auto an. So, fangen wir doch mal als erstes mit etwas Standesgemäßem an, um genau zu sein, dem Brabus Shadow 900, einem riesengroßen Boot, ein Sportboot oder ein Dayboot, nennt sich das, glaube ich, auch. Ich habe jetzt wirklich nicht so eine Ahnung von Booten, aber wir können ja hier mal eben auf die Preisliste schauen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, hier sind 2 Racing V8 drin, nicht von Brabus selbst, sondern in dem Fall von Mercury. Das ist ja so eine Firma, die Bootsmotoren herstellt. 900 PS sind hier am Start, Basispreis 527.000 €. In der Version jetzt hier in Stealth Green und mit, ich glaube, Klimaanlage ist da natürlich drin, TV, so eine große Videoleinwand eben und so ein paar Brabus Anbauteilen. Und dann bist du ganz schnell bei 760.000 €. Ja. Würde ich gerne mal mitfahren. Klingt bestimmt auch ganz geil, denn die haben bestimmt kein OPF-Filter da drin in so einem Boot. Ansonsten, um hier mal so einen Preispunkt zu nennen, was haben wir hier zum Beispiel? Das Extended Carbon Fiber Paket in einem Matt Finish
Das kostet dann auch nur schlappe 22.000 Euro. Ja, komm, wir gucken uns das mal eben hier an. Ganz kurz mal, mir ist gerade eine Sache aufgefallen. Dieses Stealth Green, was wir hier haben, ne? Das hat die gleiche Farbe wie die G-Klasse hier. Mit dem Unterschied, was habe ich gerade gesagt, 730.000 kam das Boot, ne? Justin, diese G-Klasse hier, die kostet 855. G63, 4x4 hoch 2. Das ist einfach teurer als das Boot. Aber guck mal, für zusammen 1,5 Millionen Euro kriegst du eine G-Klasse in der gleichen Farbe wie dein Dayboot. Ist doch geil, oder? Hast du 3 V8 zum Preis von, naja, okay, auch 4, ja. Auf dem Weg zu den anderen Autos schauen wir hier mal eben bei den Uhren vorbei. Auch im Uhrengame bin ich nicht so drin. Wir sind ja eigentlich hier wegen der Autos, aber das ist hier so ein Event der Superlativen. Deswegen sind hier halt so ein paar echt dementsprechend auch sehr teure Uhren ausgestellt. Ich habe mitbekommen, weil diese Uhren, die passen dann auch wieder farblich wohl zu dem Boot. Und wenn man hier zum Beispiel diese Militare Edizione oder wie auch immer man das ausspricht nimmt, dann ist es tatsächlich so, dass man zu der Uhr dazu ein Package bekommt, wo man dann mit den Marines, dem Namen entsprechend, dann auch mal so ein Training macht, so ein bisschen mit dem Hubschrauber rumfliegt, ein bisschen rumballert und ich weiß nicht, solche Sachen. Also einfach auch wieder eine Sache der Superlativen. So, nachdem wir jetzt eben mit dem Boot angefangen haben, kommen wir jetzt erstmal zu dem Grund, weswegen wir eigentlich hauptsächlich hier sind. Denn wir wurden ja von Smart eingeladen und Smart hat aktuell ein Fahrzeug und das ist ein voll elektrisches, nämlich der Smart #1 in der Brabus Edition hier. Und da werden jetzt die Leute sagen, komm Malte, wir wollen hier ne, die AMG-Umbauten, die Brabus zu sehen, 12 Zylinder, 6x6 und so weiter. Aber passt auf, wartet ab. Das Auto hat 428 PS. Komm, wir gehen mal hier so ein bisschen rum, während ich rede. Wir haben 428 PS, 3,9 Sekunden auf 100 bei dem Auto. Und das Ganze ist in den Abmessungen außen ungefähr mittlerweile wie ein Golf. Da können also 4 Leute sehr bequem drin sitzen. Und jetzt kommt's, der Preis für das Fahrzeug liegt bei 48.000 Euro. Keine Frage, viel Geld. Aber überlegt mal, und ich habe da vorhin schon mal drüber nachgedacht, wie viele Fahrzeuge gibt es aktuell auf dem Markt in Deutschland erhältlich, wo man knapp 430 PS für unter 50.000 Euro bekommt. Das Einzige, was mir eingefallen ist, ist der Tesla Model 3 mit dem Performance-Paket. Der hat ja dann, glaube ich, 510, 520 PS, kostet aber auch an die 60.000 Euro. Also Preis, wortwörtlich leistungstechnisch, ist das wirklich, wirklich ein gutes Auto. Und schick sieht er auch noch aus, hat einen sehr hochwertigen Innenraum. Wir gucken hier mal kurz rein. Schaut euch das mal an, in der Kompaktklasse für unter 50.000 Euro. Zum einen ist hier ganz viel Platz, weil es ein Elektroauto ist und zum anderen muss ich einfach sagen, von der Anmutung hier drin, ich bin ja ein ganz großer Fan von hier Ambientebeleuchtung, voll Alcantara-Lenkrad und das Ding hat Vollausstattung, ohne dass man was dazu buchen muss. Also 48.000 Euro und das Auto sieht so aus, wie es hier steht. Und da muss ich sagen, mit Allradantrieb, über 400 PS, ist das schon eine ganz coole Option. So, wenn man viel in der Innenstadt unterwegs ist, 180 fährt er auch, ne? Aber pass auf, ich setze mich jetzt hinten rein. Auch ein Satz, den man noch nicht so oft im Zusammenhang mit Smart gesagt hat. Und schaut euch mal an, wie viel Platz ich hier habe. Ich saß ja gerade vorne und ich bin 1,85 Meter groß. Wie viel Platz hier ist. Also einfach ein wirklich schickes Auto. Panoramaglasdach hat er übrigens auch. So. Aber jetzt mal zu Autos mit mehr Zylindern. Ne? Wir legen mal los mit den Brabus-Umbauten mit 8 Zylinder, beziehungsweise mit Verbrennungsmotor. Und wir fangen günstig an mit 440.000 Euro. Dafür kriegt ihr einen Brabus 900 Super Black. Oder wie man das Auto wahrscheinlich besser kennt, als GLS 63 AMG, als Brabus-Umbau. Der hat 900 PS, einen Biturbo V8 und hat eine Abgasanlage hinten dran. Natürlich ist hier der Motor gut optimiert und man hat da einfach so viel Carbon rangehauen, wie man, glaube ich, irgendwie gefunden hat. So wie das gefühlt bei allen Autos hier ist. Aber hier ist ein ganz geiles Highlight. Nicht nur, dass der Brabus-Schriftzug hier drin blau leuchten kann, wie wir vorhin gesehen haben, als der hier mal angemacht wurde, sondern hier wurde einfach ein Teil von dem Panamericana Grill ausgespart, damit der Motor genug Luft bekommt, weil bei 900 PS ist das anscheinend notwendig. Woran sieht man, dass das hier auch ein Fahrzeug der Superlative ist? Wir haben einen 335/30 ZR24 drauf als Reifen. Das ist eine 24 Zoll Felge und es passt gut ins Rathaus, oder? Wahrscheinlich ist das Auto noch übers Luftfahrwerk ein bisschen tiefer gelegt. Auch hier außen ist Carbon dran. Es ist krass. Komm, wir schauen noch mal von hinten hier drauf. Natürlich, habe ich ja eben erwähnt, Sportabgasanlage hier in mattem Carbon noch eingefasst und darüber dann eingefasst in glänzendem Carbon. Also ihr seht schon, einfach krasses Auto, oder? So für die Familie mit sieben Personen da drin.
Vielleicht errät das ja schon jemand. Man kriegt zu dem Fahrzeug dazu, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schreie, ist nämlich sehr, sehr, sehr gut isoliert, kriegt man so ein Headset. Und natürlich hier auch den guten alten Mehrpunktgurt. Die Rede ist vom Brabus Crawler. Und den schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Hier muss man ja aufpassen, dass man sich hier nicht aufs Maul legt. Wir haben eine umgebaute G-Klasse. Ich weiß gar nicht, ob man dazu umgebaut sagen kann. Ist das noch eine G-Klasse? Ich glaube, das Auto wurde so für den Wüstenrennbetrieb entwickelt, so als Fun-Toy für die Superreichen in Abu Dhabi. Ich weiß es nicht genau. Komm, wir gehen mal hier rum. Als erstes mal den Reifen. Daran sieht man schon mal hier, wie gesagt, 1,85 groß. Reifen geht mir mal ganz easy bis zur Hüfte. Wir haben so einen LKW-Reifen, weil hier so einen Reifen gibt es gar nicht mehr für PKW. Ich glaube, der Federweg ist jenseits von Gut und Böse. Auch hier ist natürlich überall Carbon dran, sei es jetzt oben die Lufthutze auf der Motorhaube, die übrigens auch nach vorne aufgeht, wenn ich das hier richtig sehe. Ihr habt Vollcarbon-Schalensitze hier drin, trotzdem Sitzplatz für 4 Personen. Und dass das Ding für einen Rennbetrieb ist, seht ihr unter anderem hier dran. Wir haben hier so einen Bildschirm drin, den man dann zur Navigation nutzen kann. Also ihr habt das ganz normale Mercedes-Benz UX, dieses User-Infotainment da drin, aber dann eben nochmal einen Extra-Screen, um sich dann wahrscheinlich auch in der Wüste zwischen den Dünen zurechtzufinden, wo das GPS dir nicht mehr weiterhilft. Ja. Ersatzrad hast du natürlich hinten auch dran. 900 PS sind hier unter der Haube. Und komm, wir schauen uns mal eine Runde. Danny, geh mal weg jetzt. Ich drehe ein Video. Hier, hallo. Wir schauen hier mal eben einmal aufs Datenblatt. 900 PS steht ja hinten dran. Sie hat bei 2900 Umdrehungen, also unten im Drehzahlbereich, schon 1050 Newtonmeter. Theoretisch könnte 1250, ist aber elektronisch limitiert. Wahrscheinlich, weil die Kardanwelle das dann nicht mitmacht oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, und hier ist einfach absolut alles die Superlative. Das Ding fährt maximal 160. Klar, bei so einem hohen Schwerpunkt muss man dann schauen, dass der nicht umkippt. Aber 3,4 Sekunden von 0 auf 100 ist auf jeden Fall meine Ansage. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Wert nicht für die Straße ist, sondern vielleicht sogar für den Betrieb, die Beschleunigung auf Sand in der Wüste gilt. Was ich ganz geil finde an diesem Umbau ist, diese natürlich Liebe vom Detail von Brabus, ne, dass du hier überall Carbon hast und sogar die Schaltwippen hier, die sind aus Carbon und hinten mit einem Stück Leder. Alles geil. Aber dass hier immer wieder dann in so einem Fahrzeug die Mercedes-Teile auftauchen. Also wie gesagt, ihr habt das normale Infotainment und da oben, wenn du da mal hinfilmst, hat jeder Passagier, weil in der Wüste es natürlich heiß, so ein Scheich, wenn der unterwegs ist mit seinen Kumpels, möchte der ja trotzdem nicht schwitzen. Und deswegen hat jeder da oben 2 Lüftungsdüsen, wie in so einem Kampfjet, sodass du die Klimaanlage dann wahrscheinlich auch angenehm einstellen kannst. Ich habe eine Sache vergessen. Natürlich wollt ihr bestimmt wissen, was das Ding kostet. Knapp 900.000 Euro. Das ist auch okay, oder? Dafür, dass er nicht straßenzugelassen ist und du dafür dein eigenes Stück Privatwüste brauchst. Aber wenn du dir das Auto leisten kannst, dann kannst du dir das wahrscheinlich auch noch dazu holen. Oder bietet da Brabus vielleicht sogar ein Paket mit einem Stück Land? Ich weiß es nicht. Wäre vielleicht mal eine gute Idee, oder? Wir kommen jetzt zu einem Fahrzeug, das von einer Marke ist, wo es immer sehr umstritten ist, ob man diese Fahrzeuge tunen sollte, weil sie schon sehr, sehr, sehr perfektionistisch entwickelt wurden. Und das wissen wir aus Fahrzeugen, die von der Marke, die wir schon gefahren sind, dass das auch meist gut funktioniert hat. Es geht um die Firma Porsche. Um genau zu sein, reden wir über den Porsche 911 Turbo S. Ein Auto, was ja so schon mal, ich glaube, 620 PS, glaube ich, hat mittlerweile als 992. Und Brabus hat sich da was ausgedacht, die haben das Auto angefasst und haben das grundlegend geändert. Ich schaue da gerade drauf und bin immer noch verblüfft, auch wenn ich das Auto gerade das 6. Mal sehe. Das Ding heißt jetzt Brabus 900 Rocket Air, One of 25. Es gibt 25 Fahrzeuge, der Basispreis für das Auto liegt übrigens bei 210.000 Euro von so einem Turbo S und nun kostet er 580.000. Und warum? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ihr habt es gerade schon gesehen, das Auto sieht wirklich, sieht einfach krank aus, muss man so sagen, im positivsten Sinne. Sie haben einen 911 Turbo S als Basis genommen und haben, was Karosserieteile angeht,
insofern ich das hier beurteilen kann und sehen kann, einfach mal alles ausgetauscht. Also das komplette Auto hat ein neues Bodykit rundum bekommen. Fangen wir mal vielleicht hier am Heck an. Ihr seht auch wieder überall natürlich Carbon, ein paar zusätzliche Luftauslässe hier hinten, eine neue Abgasanlage von Brabus, dass das Auto auch ein bisschen lauter ist. Denn man muss sagen, 911 Turbo S ist jetzt nicht das lauteste Auto. Da könnte man manchmal ein bisschen mehr Sound wollen. Dafür hat Brabus gesorgt. Einen richtig schönen großen Carbon-Heckdiffusor hier hinten dran, der ordentlich was hermacht. Ist ja nicht so, als wenn ein 911 Turbo von hinten nicht schon breit und flach und extrem genug wäre. Ja, auch der Spoiler wurde um einiges vergrößert. Justin, guck mal, dass du hier einmal direkt von der Seite schaust. Das ist schon eine ordentliche Frittentheke hier hinten drauf. So, aber das Spannendste findet hier an der Seite statt. Nicht nur eine 12×22er Felge. Ihr müsst euch mal vorstellen, 12 Zoll breit, oder wahrscheinlich nicht so, sondern eher so, und 22 Zoll auf einem 911er. Und ich kann euch ziemlich sicher sagen, dass das Auto dann auch noch gut handelt, weil das ist der Anspruch von Brabus. Und so eine Dimension da reinzubekommen, ist jenseits von Gut und Böse. Aber dafür musste man natürlich, oder wollte man, auch ordentlich was an Breite dazugeben hinten beim hinteren Kotflügel, sodass die Backen vom Porsche noch dicker geworden sind. Hier mit Carbon-Intake und das gleiche vorne nur als Outtake. Das hier erinnert vielleicht ein bisschen mit diesen Carbon-Outtakes hier an den GT3 RS. Das haben wir da schon mal gesehen, ist schön interpretiert. Und das Auto, wenn ihr von vorne drauf guckt, schau mal, dass du hier genau diese Achse hast. Wenn ihr euch anguckt, wie sehr das Auto sich da hinten verbreitert, es ist einfach nur brutal, die Optik. Auch vorne wurde das Auto etwas verlängert, würde ich behaupten. Wir haben hier einen riesengroßen Carbon-Frontsplitter. Da hätte ich ja schon Angst, irgendwie in meine Einfahrt reinzufahren. Carbon ist schon wirklich ein tolles Material, muss man sagen, ne? Und das Ganze dann in schwarz, da hinten stand noch einer in grau. Was aber noch heftiger ist, und ihr wisst ja bei Porsche, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, jeder war schon mal in diesem Konfigurator drin, da kannst du ja wirklich alles individualisieren bei Porsche. Und auch das hat Brabus angefangen. Wir schauen mal ins Interieur. Fangen wir mal vielleicht kurz mit der Türtafel an. Ich schließe die hier mal wieder ein Stück. Die komplette Türtafel ist aus Leder. Ich glaube, das kann man bei Porsche so weit nicht bestellen. Ihr habt hier auch überall noch Trennnähte drin. Hier dann so ein Wabenmuster, was ein bisschen an Audi erinnert. Ist ja auch VAG-Konzern hier. Und wirklich alles ist hier mit Leder voll. Sogar hier unten die Fußmatten sind aus Leder, natürlich mit feinster Naht gestickt. Ihr habt sogar eine Plakette da unten drin, weil es ein Brabus Masterpiece ist. Da habe ich mal gehört, dass diese Plakette Brabus Masterpiece wirklich nur Fahrzeuge bekommen, die von Brabus umgebaut wurden und die allerhöchste Ausbaustufe praktisch haben. Also hier drin wurde alles gemacht. Von Leistung über Optik und dann natürlich die Materialien, die Anmutung, die man hier hat. Denn zum Beispiel auch das Lenkrad ist hier nicht aus Alcantara, wie man es wahrscheinlich normalerweise im Turbo S hätte, sondern eben aus sehr besonderem Leder, soweit ich das hier beurteilen kann. Auch sogar die Airbag-Kappe wurde hier bezogen. Wir haben Vollcarbon hier innen drin. Sogar die Zierleiste, die hier sonst aus Alu ist im 911er, auch die wurde beledert und eben das ganze Armaturenbrett. Also alles ist komplett hier in schwarz gehalten. Und ich muss sagen, man hat hier gefühlt schon Angst, irgendwie Sachen anzufassen. Auch wenn es sehr, sehr viel Spaß macht, weil die Materialien eben so hochwertig sind. Aber das ist schon wirklich außergewöhnlich, so ein Cockpit. Apropos Interieur. Entschuldigt meine Sitzposition, aber ich glaube, man muss so sitzen, weil man in einem Mercedes-Maybach S680 sitzt, der dann nochmal von Brabus umgebaut wurde, beziehungsweise noch weiter verfeinert wurde. Wie sagt man das? Der Wagen hat 850 PS aus einem V12 6,2 Liter Biturbo-Motor. Man hat theoretisch 1400 Newtonmeter, das wurde aber elektronisch begrenzt auf 1250. Wie schade, oder? Aber das ist einem, glaube ich, sowieso egal, wenn man hier hinten drin sitzt, denn auch dieses Auto trägt die Plakette Brabus Masterpiece. Was bedeutet, auch hier drin wurde komplett alles verändert, von vorne bis hinten. Motor, Optik, natürlich die Abgasanlage und der Innenraum. Und dementsprechend sieht es hier aus, wie es hier aussieht. Wir haben hier den kompletten Innenraum natürlich in Türkis, wie ihr seht, gehalten. Das Ganze dann mit schwarzem Pianolack und dann Sichtcarbon. Und der Dachhimmel zum Beispiel ist komplett aus türkisem Alcantara. Also ich weiß nicht, wann ich mich schon mal so wohlgefühlt habe in einem Auto. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr so ein Auto tatsächlich in so einer auffälligen hellen Farbe nehmen? Ich glaube, ich würde mich eher für was etwas Dunkleres entscheiden. Die Liebe zum Detail, die hier schon wieder drin steckt, ist irre. Ich habe zum einen natürlich unglaublich viel Beinfreiheit hier. Wenn ich aber auf der Beifahrerseite sitze, dann habe ich da nochmal so ein
so eine Klappe, die aus dem Beifahrervordersitz herauskommt, wo ich dann meine Füße drauflegen kann. Und ich meine, da war sogar eine Fußheizung drin. Das Auto hier hat natürlich auch, Justin, film mal hier auf die Tür, natürlich die Burmester-Anlage, die jetzt dann, wenn man sie anmacht, sich dreht und rauskommt und illuminiert wird. Wir haben hier Ambientebeleuchtung bis zum Umfallen, genauso wie ich es auch mögen würde in so einem Auto. Und wir schauen mal, vielleicht ist hier sogar der Kühlschrank, den man bestellen kann. Ah, nein, ist nicht, aber dafür ein Telefon. Natürlich, und wir kommen jetzt zum Exterieur, müssen wir aussteigen. Und man möchte die Tür natürlich nicht selbst öffnen, wenn man hier drin gefahren wird. Und deswegen gibt es hier oben einen Knopf, neben dem belederten Haltegriff hier übrigens. Und diesen Knopf, der ist praktisch wie ein Fensterheber. Und den ziehe ich. Und was dann passiert, ist, dass sich die Tür öffnet. Ich kann die öffnen und schließen, nur mit einem Fingerdruck hier oben gegen die Taste. Und ich steige jetzt mal aus und wir gucken uns das Auto von außen an. So, wir schauen erstmal, wie lang ist dieses Auto eigentlich. Ich habe jetzt mal bewusst nicht nachgeguckt, sondern wir schauen mal 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter und ein bisschen was. Damit man natürlich dementsprechend auch genug Platz hat im Innenraum, wie ihr gerade gesehen habt. Besonders die Leute, die hinten sitzen. Panoramaglasdach hat man übrigens auch, aber das ist uns ja egal. Wir schauen uns die von Brabus veränderten Karosserieteile bzw. Anbauteile an. Wir haben hier die Felge Monoblock M von Brabus. In 22 Zoll, 12x22, so wie auf der Hinterachse vom 911er, den wir uns gerade angeguckt haben. Eine mordsmäßige Felge, die sehr, sehr geschlossen ist und bestimmt auch gewöhnungsbedürftig ist, aber ich finde auf so einem Auto, denn von Maybach gibt es eine ähnliche Felge, passt die sehr, sehr gut. Wir schauen uns das Auto mal von vorne an. Das Ganze ist hier richtig schön in schwarz bzw. teilweise chrom gehalten oder sehr dunklem Chrom. Hier unten gibt es wieder jede Menge Carbon, wie ihr seht. Das ist natürlich immer der Anspruch von Brabus. Ich glaube, die haben einfach zu viel Carbon rumliegen. Aber sieht natürlich auch echt geil aus. Wir schauen natürlich auch mal kurz auf den Fahrerplatz bzw. den Arbeitsplatz des Chauffeurs, der hier sicher arbeiten würde. Neben einem nochmal extra veränderten Sitz, den wir hier haben, in einer Steppung, die ich so noch nicht gesehen habe. Sehr, sehr verspielt, sehr, sehr zielvoll, aber ich glaube, das ist genau das, was die Kundengruppe von so einem Auto gern mag. Justin, vielleicht kannst du noch mal näher rangehen. Haben wir auch im Interieur, vorne im Cockpit, jede Menge Sichtcarbon, jede Menge türkises Leder. Das zieht sich einfach durchs komplette Auto durch. Zu guter Letzt bei der S-Klasse hier schauen wir uns nochmal das Heck an. Hier finden wir tatsächlich mal nicht diese 4 Einzelendrohre, die wir zum Beispiel beim GLS oder beim 911er hatten, sondern 2 etwas ovalere Endrohre. Finde ich aber auch ganz schick. Ist, glaube ich, dem geschuldet, dass das Auto ein V12 hat und man hier noch mal ein bisschen was verändern wollte. Wirkt irgendwie auch noch mal wuchtiger. Der Mercedes-Stern bzw. das Maybach-Emblem wurde ja ausgetauscht gegen das Brabus-Symbol da oben. Heckdiffuser ist hier leicht angedeutet, aber auch immer noch schön dezent, denn das ist ja kein Auto zum Ballern. Auch wenn ich glaube, dass man mit 850 PS ganz gut mitmischen kann auf der Autobahn. Guck mal, eine normale Brabus G-Klasse, denkt man, ne? Nee, geh mal weiter weg. Das ist natürlich ein 6x6. Um genau zu sein, der Brabus XLP 900, Entschuldigung, 800 gibt es auch. Das hier ist aber der 900, sprich 900 PS haben wir hier aus dem V8 Biturbo mit 3 Achsen. Bedeutet, wir haben 6x LKW-Reifen auf einer 22 Zoll Brabus-Felge und dementsprechend brachial ist auch das restliche Konzept des Fahrzeugs, denn hier ist alles in schwarz gehalten bzw. in Carbon. Und mein größtes Highlight liegt hier vorne. Natürlich ist der Rammbügel cool, die Anbauteile hier vorne, der Grill und so weiter. Aber schaut mal hier oben. Da ist nämlich ein Sichtfenster in der Carbonhutze von der Motorhaube eingelassen. Da wurde ein Stück rausgeschnitten und da ist das Sichtfenster, dass ihr auf das Herzstück des Motors, auf das Herzstück des Autos gucken könnt, nämlich dem eben genannten V8 Biturbo. Und ich würde sagen, Justin bleibt mal hier vorne stehen. Ich setze mich einmal rein, denn ihr seht da oben auf diesem Roof Rack, was da angebaut wurde, dass da jede Menge LEDs sind. Und wir schauen mal, ob wir die ankriegen. Moment mal. So, ich setze mich jetzt hier mal rein. Ach, eine Trittstufe gibt es hier übrigens auch. So, schauen wir doch mal. Vielleicht kriegen wir den Justin jetzt ja mal ein bisschen geblendet. So, gehen wir doch mal die, was sind das hier, 6, 7 Meter nach hinten und schauen uns mal hier das Heck vom Fahrzeug an. Hier steht übrigens nochmal der Name, schau mal, 900, dann XLP Adventure 6x6. Was meintest du, man braucht einen LKW-Führerschein, um das Ding zu fahren, ne? Ich finde es allgemein krass, dass das Auto überhaupt fahrbar ist in Deutschland und zulassbar.
Hier hinten wurde alles ein bisschen geändert von Brabus. Die Basis dieses Fahrzeugs ist ein G63, der dann hochgelegt wurde und dann in dem Bodywork, also in der Karosserie, nochmal zusätzlich verlängert wurde, sodass dann das hier dabei rauskommt. Und der Wagen hat natürlich auch dementsprechend einen sehr, sehr guten Nutzwert. Ich glaube nicht, dass das sonderlich interessant ist für die Kunden eines solchen Fahrzeugs, aber theoretisch könnte man hier bestimmt eine Menge Grünschnitt mitnehmen oder so ein Zeug. Zusatzscheinwerfer sind natürlich auch noch mal hinten drauf. Das ist alles einfach riesengroß, schwer, hochwertig an diesem Auto. Ich glaube, ich würde fast sagen, das ist so ziemlich die Speerspitze von Brabus. Vielleicht neben den Booten, die bauen, ne? Wir schauen noch mal ins Interieur rein, denn, ach übrigens hier, leider gerade ausgeschaltet, diese Sidepipes, die ja für den G63 ganz typisch sind, die hat Brabus hier noch mit einer roten LED ausgestattet. In anderen Ländern darf die dann sogar während der Fahrt anbleiben, in Deutschland nicht, weil uns das ja ablenkt und so weiter angeblich. Aber da ist es dann so, dass das Endrohr diese Sidepipes aussehen, als wenn die glühen würden, was schon ein ganz cooler Effekt ist. So, wir schauen ins Interieur rein. Hier auch übrigens dieser Türgriff der typischen G-Klassentür aus Carbon. Da fährt dann unten die Trittstufe runter und Justin filmt da jetzt mal rein. Ihr seht, alles genauso wie außen im Exterieur in schwarz gehalten. Wieder die feinsten Materialien, ich kann mich nur wiederholen. Brabus hat irgendwie ein bisschen sehr viel Carbon rumliegen. Und auch dieses Fahrzeug ist ein Brabus Masterpiece. Also wieder von vorne bis hinten umgebaut, Tür komplett in Leder, hier drinnen alles in Leder. Der Preis von, ich meine, 1,4 Millionen Euro. Wirkt hier kurzzeitig, als wäre er komplett gerechtfertigt. Auch wenn das natürlich eine Summe ist, die vollkommen exorbitant und unvorstellbar ist, dass man die für ein Auto ausgibt. Aber es gibt eben eine Kundengruppe für diese Fahrzeuge. So wie zum Beispiel der Scheich, der übrigens gestern hier durch die Gegend gelaufen ist. Wir sind am Ende angekommen vom Video. Ihr seht bestimmt im Hintergrund, da gibt es das ein oder andere Auto, wo wir jetzt nicht drüber gesprochen haben. Wie zum Beispiel dieser von Brabus umgebaute EQS. Auch ein sehr schickes Auto, aber ansonsten würde sich das Video endlos in die Länge ziehen. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem einen coolen Einblick gegeben. Ihr könnt gerne mal bei Instagram vorbeischauen, da haben wir nämlich Reels und Fotos gemacht, wo wir, glaube ich, ziemlich so alle Autos hier mal gezeigt haben. Das verlinke ich euch mal hier unten, folgt mir da gerne, denn da seht ihr immer das Zeug, was ich so mache als erstes. Danke natürlich an Smart für die Einladung, dass wir heute hier sein durften und an Brabus. Wie gesagt, wir haben sowas, glaube ich, noch nicht so wirklich erlebt. Das war wirklich sehr, sehr außergewöhnlich und ich hoffe, dass diese Signature Night nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen und abonniert mal den Kanal, das hilft mir auf jeden Fall und dann sehen wir uns im nächsten Video.